Herzlich willkommen zum Video, den Unterschied zu erkennen zwischen einem klassischen Buchmacher und der Wettbörse. Mein Name ist Daniel Winterholzinger von der Sports Betting Academy, der größten deutschsprachigen Bildungsplattform für das Thema des professionellen Sportwettens. Und hier in dieser Videoserie bekommen Sie einen Auszug aus dem Live-Coaching-Programm zum Thema Traden auf der Wettbörse. Und heute im Video geht es eben genau um diesen Vergleich, was eben hier der Unterschied ist zwischen dem klassischen Wettanbieter und eben einer Wettbörse. Beginnen wir mal mit dem klassischen Wettanbieter. Beim klassischen Wettanbieter ist es so, dass Sie bei diesem ein Konto eröffnen und wenn Sie eine Wette platzieren, dann gegen den Wettanbieter setzen. Das heißt, die Wette als solches übernimmt oder nimmt dann Ihr Wettanbieter entgegen und im Falle, wenn Sie die Wette gewinnen, zahlt im Regelfall der Wettanbieter Ihnen diesen Gewinn dann aus. Somit ist aber auch hier leider Gottes auch eines schon gesagt: Sollten Sie hier erfolgreich sein mit dem Thema des Sportwettens, dann wird der Buchmacher Sie hier sperren und limitieren. Das ist die gängigste Art und Weise, wie eben Wettanbieter mit erfolgreichen Sportwettern umgehen. Sobald sie ein gewinnender Spieler sind, werden sie von ihrem Buchmacher quasi nach draußen begleitet. Solange sie ein verlierender Spieler sind, wird der Buchmacher sie hier weiterspielen lassen. Weiters ist der Unterschied, dass der klassische Wettanbieter eben von den Wettquoten her zu 99,9% schlechtere Quoten hat als die Wettbörse selbst. Das ist dem geschuldet, dass der Wettanbieter meistens dann eine Marge hat von mehreren Prozent, also in der Regel zwischen 5 und 10%, was die Marge ist seitens des Buchmachers. Und das sehen wir auf der Wettbörse als solches nicht. Das heißt, hier finden wir dann immer die bereinigten Wettquoten ohne der Marge. Aber es gibt natürlich auch bei der Wettbörse dann eine Kommission zu bezahlen. Das werden wir uns dann später anschauen. Aber nur wenn Sie die Wettquoten vergleichen, werden Sie zu 99,9% auf der Wettbörse dann dementsprechend die höhere Quote finden. Weiters ist leider Gottes auch bei gewissen Wettanbietern, das ist nicht bei allen, aber bei gewissen Wettanbietern ist eine Kontoverifizierung teilweise wirklich eine unfassbare Schikane hier, die was den Endkunden hier auferlegt werden. Ja, wir haben immer wieder Rückmeldungen auch von unseren Teilnehmern in der Sports Betting Academy, was sich die Buchmacher nicht alles einfallen lassen, um das Konto eben doch nicht verifizieren zu können. Ja, das heißt, Bilder, die was dann in einer Zeitung oder in einem Reisepass dann dargestellt werden müssen, dann ist der Ellbogen vielleicht abgeschnitten und das Foto wird nicht gewertet oder das Foto ist dann vielleicht zu hell, zu dunkel, der Reisepass ist nicht im Kippeffekt und so weiter. Ja. Das heißt, wenn man eben beim klassischen Wettanbieter ein Konto öffnet, nicht bei allen, ja, man kann nicht alle über den Kamm scheren, aber bei gewissen haben wir eben hier die Rückmeldung erhalten, dass es wirklich unfassbar ist, was eben sich hier die Wettanbieter gegenüber den Endkunden hier erlauben. Weiters ist auch eben beim klassischen Wettanbieter so, dass es hier auf der einen Seite Einzelwetten gibt, die was man spielen kann, Kombinationswetten spielen kann, aber auch zum Beispiel Systemwetten hier im Angebot sind. Wenn wir uns das im Vergleich jetzt anschauen zu Wettbörsen, bei Wettbörsen ist es so, dass die Endkunden gegeneinander wetten. Das ist jetzt ein komplett anderes Modell. Das heißt, das Risiko wird jetzt dann nicht mehr seitens der Wettbörse getragen oder der, was die Wettbörse hier erfunden hat, sondern er stellt eigentlich dieses Konstrukt zur Verfügung, dass eben Menschen, Sportwetter gegeneinander hier eine Wette eingehen können. Und das verändert natürlich von Grund auf alles. Denn es gibt hier im Endeffekt dann keine Limitierungen seitens der Wettbörse, wenn Sie zum Beispiel ein erfolgreicher Sportwetter sind. Deswegen wandern ja auch alle, die etwas mehr Ahnung haben von dieser Industrie, ab von den klassischen Sportwettenanbietern zu den Wettbörsen, weil eben diese dort nicht eben limitiert werden. Und hier gibt es natürlich dann, je erfolgreicher man auch ist, auch dementsprechend Premiumgebühren, die was man bezahlen muss, weil das Modell nämlich von der Wettbörse nämlich jenes ist, dass im Endeffekt vom Gewinner, der was jetzt da zum Beispiel eine Wette gewonnen hat, hier abhängig, zu welchen Konditionen man das vorher von der Wettbörse oder vom Agenten hier kennt, zwischen 3 und 5 oder 6%, das kommt darauf an, was für ein Angebot man hier angenommen hat, aber zwischen 3 und 5% in der Regel
zahlt man dann vom Gewinn in Form einer Kommission an die Wettbörse. Und dadurch finanziert sich dann das Modell der Wettbörse selbst. Somit braucht die Wettbörse kein Risk Management im klassischen Sinne machen, sondern sie stellt nur das Konstrukt zur Verfügung, dass eben hier die Wetten zustande kommen können, und anhand vom Gewinner wird dann dementsprechend dann eine Kommission bezahlt. Somit sind aber auch hier nach wie vor, wie vorher schon erklärt, die Wettquoten eben zu 99,9% immer am höchsten. Und wenn man zum Beispiel jetzt nur 3% Fee bezahlt, also auf den Gewinn, sind sie auch nach der Kommission immer noch am höchsten im Verhältnis zu den klassischen Wettanbietern, die was hier zwischen 5 und 10% Marge hier verlangen. Bei Wettbörsen muss man auch Verständnis mitbringen, dass man hier eigentlich tradet. Das heißt, wir spielen hier immer in Form von einem einzelnen Spiel gewisse Trades. Das heißt, wir kombinieren diese jetzt dann nicht mit 5 Spielen, 10 Spielen oder was auch immer, sondern dieses eine Spiel, und dort gibt es dann verschiedenste Wettvarianten, auf denen wir traden können. Und was halt auch der ganz große Unterschied ist, dass man auf Wettbörsen sogenannte Back- und Lay-Wetten hier platzieren kann. Was bedeutet das? Wir kennen das aus dem klassischen Sportwetten. Eine Back-Wette bedeutet, dass wir für eine Situation sind. Das heißt, wenn wir zum klassischen Wettanbieter reingehen, spielen wir nur Back-Wetten. Wir sagen, Siegtipp 1 geht aus, Tipp X geht aus, Siegtipp 2 geht aus, Under geht aus, Über geht aus. Das sind sogenannte Back-Wetten, wo wir für diese eine Situation setzen. Und auf der Wettbörse gibt es aber jetzt auch den Gegenpol, das heißt, könnte man sich vorstellen, als würden Sie jetzt wie ein Wettanbieter agieren und sagen, ich halte jetzt den Einsatz von jemand anderem. Also ich spiele eine sogenannte Lay-Wette gegen diese Situation. Ja, wenn jetzt einer sagt, ich sage, es geht Siegtipp 1 aus, dann muss es eine andere Person noch geben, die sagt, nö, es geht nicht Siegtipp 1 aus, und hält den Einsatz von diesem einen Spieler. Und diese Kombination aus beiden, das Back und das Lay, diese zwei ergeben dann eigentlich erst eine gültige Wette, wo eben dann dementsprechend eben einer gewinnt und einer verliert. Und das ist eben dieser große Unterschied, dass ich zum Beispiel auf Wettbörsen sagen kann, das Spiel geht nicht 1-1 aus. Das heißt, ich lay zum Beispiel das 1-1 und dann, wenn irgendein anderes Ergebnis kommt, 0-0, 1-0, 0-1 und so weiter, gewinne ich diese Wette. Oder ich kann auch sagen, das Spiel geht nicht unentschieden aus als Beispiel. Ja, Lay the Draw, dieser klassische Überbegriff. Wenn es dann 1 oder 2 ausgeht, dann gewinne ich zum Beispiel diese Wette. Und der Vorteil natürlich bei Wettbörsen ist, dass ich dann auch in weiterer Folge jederzeit meine Trades auch dementsprechend schließen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst gegen etwas gesetzt habe und die Quote hat sich dann verändert, kann ich danach wieder für etwas setzen, um eben hier zum Beispiel meinen Trade glatt zu stellen. Das heißt, dass ich hier in allen Fällen gewinne. Da gibt es viele verschiedene Modelle. Oder auch, wenn jetzt da zum Beispiel der Trade gegen mich läuft, dass ich eben nicht 100% Verlust erleide, kann ich zum Beispiel hier auch sogenannte Red Books erstellen. Das heißt, den Trade so zu schließen, dass ich eben hier nur einen Teil zum Beispiel von meinem Einsatz hier verliere. Und wenn Sie eben hier zu diesem Thema wirklich Wissen haben möchten, dann lade ich Sie auch ein, hier an diesem Infocall von mir teilzunehmen. Es gibt hier unter dem Video die Möglichkeit, dass Sie sich einen Infocall mit mir sichern können, wo ich Ihnen dann in 30 Minuten auch zeigen kann, was es alles sonst noch auf der Wettbörse gibt, falls Sie das Interesse haben, das Traden auf Wettbörsen zu lernen. Wenn Sie zum Beispiel entweder schon bei den ganzen Wettanbietern limitiert wurden oder Sie auf der Suche sind nach den höchsten Quoten oder einfach Ihren Horizont erweitern wollen im Zusammenhang mit dem Thema des Sportwettens. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Video.